Heute geht es um Zubehör, um Gadgets, um Deko-Elemente und zwar im Badezimmerbereich sowie hier hinter mir im Schlafzimmerbereich. Und wenn dich das auch alles interessiert, dann würde ich sagen, bleib super gerne dran. Wir legen sofort los. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute geht es wieder um Zubehör, um Gadgets, um Deko-Elemente. Wir haben schon mal ein Video dazu gebracht und zwar zur Dinette. Unter anderem. Ich verlinke euch das Video sehr, sehr gerne, beziehungsweise die Playlist auch der anderen Videos, denn ich kann das nicht alles auf einmal durchziehen. Da werdet ihr wahnsinnig, wenn ich da das ganze Wohnmobil durchgehe mit euch. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da verschiedene Teile. Und wenn ihr total wild seid und das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr auch sehr gerne den Kanal abonnieren. Drückt auf die Glocke, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier wieder einen neuen Teil gibt. Naja, und heute geht es eben um die Elemente Badezimmer und Schlafzimmer. Die habe ich für euch mal zusammengefasst und da zeige ich euch mal, was ich so alles mit habe, so kleine Tipps und Tricks, die mir das Campingleben leichter machen. Gar nicht, weil ich euch das vorleben möchte und ihr sagen müsst, das müsst ihr jetzt auch alle machen, sondern einfach nur, um euch ein bisschen anzuregen, euch auf Ideen zu bringen. Vielleicht seid ihr ja sogar so wild, dass ihr eigene coole Sachen dabei habt. Dann schreibt das nämlich gerne in die Kommentare. Dann haben wir alle was davon. Wie habe ich das Video untergliedert? Naja, das ist ganz, ganz einfach. Im ersten Teil, da gucken wir mal wirklich auf die ganzen Gadgets im Badezimmer. Alles, was ich mir da so habe einfallen lassen. Und danach gucken wir zusammen ins Schlafzimmer. Keine Angst, es bleibt alles jugendfrei. Da geht es wirklich nur um Deko-Elemente und eben, wie schon gesagt, Kleinigkeiten, die mir das Leben im Camper so versüßen. Und jetzt würde ich sagen, nicht mehr lang gebabbelt. Wir legen sofort los und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Kommt mit rein. Beginnen wir mit dem Badezimmer und zwar ganz unten angefangen. Ich arbeite mich von unten nach oben vor. Ihr seht hier unten einen Holzeinleger. Der dient einfach nur dem Schutz. Sollte hier zum Beispiel eine Deodose oder irgendwas runterfallen, dann knallt die nicht direkt auf die Wanne auf, die dann kaputt gehen könnte und damit natürlich auch undicht werden könnte. Und das ist eigentlich das Hauptaugenmerk. Dann habe ich hier noch einen kleinen Badvorleger, einfach nur damit es immer schön warm ist an den Füßen. Der dient aber noch was anderem. Wenn ich geduscht habe, dann lege ich den immer vor die Dusche, damit ich dann mit nassen Füßen dann noch mal raussteigen kann, wenn ich möchte, damit mein Auto nicht feucht wird. Ja. Ja, und dann seht ihr auch schon, ich habe hier die Glesana verbaut, also ich habe die Toilette geändert. Da gibt es ja auch noch mal ein eigenes Video dazu und das ist auch eine ganz eigene Philosophie. Da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen zu. Ich bin damit sehr glücklich, darum soll es heute aber nicht gehen. Ihr seht daneben einen Duschvorhang über meinem Badeschrank. Und dazu gab es auch schon mal einen Short und der ist richtig viral gegangen, weil ich für mich den Duschvorhang einfach anders denke. Generell ist dieses Fahrzeug hier, diese Nasszelle, so konzipiert, dass ich keinen Duschvorhang brauche, weil hier alles dicht abschließt. Ich hatte aber immer das Problem, dass durch diese kleinen Schlitze hier in dem kleinen Schränkchen immer wieder Wasser kam und direkt dahinter befindet sich bei mir zum Beispiel das Toilettenpapier und das ist natürlich unschön, wenn das feucht wird. Und deswegen bin ich ganz einfach vorgegangen. Ich habe mir einen Duschvorhang gekauft, habe den zugeschnitten, habe oben Magnete reingeklebt, weil ich nähen nicht kann, habe mir dann eine Magnetleiste über das Schränkchen geklebt und kann so jetzt ganz einfach dieses Duschvorhängchen da davor hängen, kann es aber auch einfach wieder abziehen, wenn ich es nicht brauche und das schützt perfekt, ist minimaler finanzieller Aufwand, aber maximale Wirkung. Für mich also ideal und top. Ja, und dann seht ihr auch schon, ich habe hier lauter so Haken hingemacht, damit ich Handtücher aufhängen kann, teilweise mit Silvi und Magnet, teilweise dann aber auch mit solchen magischen Haken oder wie auch immer die heißen. By the way, ich verlinke euch natürlich überall die einzelnen Produkte, wenn ich sie noch finde, wo ich sie her hatte. Ja, und dann gibt es bei mir hier ein Waschbecken zum Ausklappen und dahinter verbirgt sich was, auf das ich immer wieder angesprochen werde, wenn die Leute einen kurzen Blick darauf erhaschen. Und zwar habe ich hier einfach Seifenspender eingeklebt, das ist auch schon mal vorweg. Warum? Da ist einfach mein Shampoo und mein Duschgel drin, das ich aber auch zum Händewaschen hernehme und so weiter. Ich finde, das sieht wahnsinnig schick aus, es ist immer super aufgeräumt und es klappert vor allem nicht und fliegt nicht im Auto herum. Ich habe das Ganze mit Klebeschrauben angebracht, also super simpel, das heißt, ich kann sie dann auch wieder entfernen, allerdings vorsichtig, dazu gibt es auch schon einen Short dazu. Das darf man also nicht einfach runterreißen, sonst könnte die Rückwand kaputt gehen. Aber so sieht das bei mir, finde ich, ganz nice aus und hat eben einen super Nutzen. Ja, und weiter oben seht ihr dann noch meinen Waschbeutel. Der passt hier genau rein. Der hat auch das Motto Roadtrip. Also der gefällt mir einfach ganz gut. Ist ein ganz einfacher, wo ich immer meine Utensilien reinschmeiße. Wenn ich dann irgendwie mal außerhalb zum Duschen gehen sollte oder zum Waschen gehen sollte, dann kann ich den super einfach mitnehmen. Auch da noch ein klasse Hack und zwar den Saughaken, weil du leider immer noch nicht bei allen Duschen dieser Welt auf den Campingplätzen irgendwelche Halterungen, Vorrichtungen hast, wo du dann deinen Waschbeutel aufhängen kannst beispielsweise oder auch deine Klamotten hinhängen kannst. Also passt jetzt aber überhaupt nicht zu den Gadgets hier im Badezimmer, aber ich habe es halt trotzdem immer mit dabei,
weil es könnte ja sein, dass du eben mal dieses Badezimmer nicht unmittelbar mitbenutzt. Ja, und wenn wir dann hier den Schrank aufmachen, dann ist hier nur noch eine Kleinigkeit, und zwar lege ich mir hier immer einfach was rein. Das habe ich im Baumarkt gekauft, das ist so eine Gummimatte, damit es hier alles nicht so rumklappert, und sollte auch mal was auslaufen, dass ich hier nicht so eine große Sauerei im Bad habe. Ja, und das ist es dann eigentlich auch schon. Ihr seht hier oben noch so kleine Beutelchen, die liebe ich auch, weil ich dort immer kleineres Utensil reingebe, das sonst bei mir rumfallen würde, das immer klappert und so weiter. Und hier drin klappert es dann einfach nicht, und insofern stört es mich nicht. Ja, und dann habe ich nur noch zwei große Highlights in meinem Badezimmer. Das eine ist hier oben die Lampenverdunkelung. Das ist so eine ganz spezifische VW Grand California Geschichte, weil ich hier oben ein Licht habe, das immer automatisch mit Bewegungsmelder angeht und das man auch nicht dimmen kann. Und deswegen habe ich mir hier was einfallen lassen, habe das dann dem Alex erzählt von Airtune, und der hat mir dann einfach mal was gebaut. Ja, und das ist ein super simples System. Ich klebe das einfach über die Lampe drüber und kann dann entsprechend, je nachdem wie ich das möchte, abdunkeln oder auch wieder entsprechend aufhellen. Der Spiegel geht trotzdem weiterhin auf. Und das ist für mich eine ganz einfache, simple Methode, ohne dass ich da irgendwas umbauen muss, einen Schalter nach unten bauen muss oder einen Dimmer reinbauen muss. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch so ein Problem mit einem anderen Hersteller, wo es einfach zu hell ist, und das hilft mir einfach, dass ich da auch nachts gemütlich mal ins Badezimmer gehen kann. Naja, und dann seht ihr es natürlich hier hinter mir. Ich mache dafür extra noch das Licht an. Und zwar ist das hier diese Folierung im Badezimmer. Hat zwei Gründe für mich. Und zwar zum einen, weil mein Badezimmer einfach komplett weiß ist. Das ist mega effektiv, aber es ist nicht ganz so schick und schön. Und damit mache ich mir das einfach nochmal schöner. Ist immer Geschmackssache, aber ich habe mir dann ein eigenes Motiv ausgesucht und habe das dann vom Folierer, vom Benny, da gibt es auch ein Video zu, hier reinfolieren lassen. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Und es ist zudem halt auch nochmal ein Schutz, weil, und das ist auch nochmal wichtig zu wissen, im Badezimmer darf halt nicht viel schief gehen. Also wenn du da irgendwelche Löcher, irgendwelche Risse dann in den Wänden hast, würde das am Ende dazu führen, dass natürlich die Luftfeuchtigkeit, das Wasser dort einziehen kann und auf Dauer dein Möbelwerk kaputt machen könnte. Und damit bist du eben noch mal ein Stück safer. Kostet nicht die Welt, hat aber für mich auch wieder einen Rieseneffekt. Ja, und damit würde ich sagen, glaube ich, sind wir hier mal durch im Badezimmer, und wir können hinter ins Schlafzimmer. So, und schaut mal, jetzt wollte ich euch, bevor wir ins Schlafzimmer gehen, noch drei Sachen zeigen. Und zwar einmal den Spiegel. Ist eine ganz einfache Spiegelplatte, die ich mir besorgt habe. Das ist auch kein echter Spiegel, sondern das ist Plastik. Warum habe ich das gemacht? Einmal wegen Zerbrechen, weil ich das einfach nicht wollte im Auto. Und dann natürlich auch, weil echtes Glas natürlich deutlich schwerer wäre. Das ist okay vom Spiegelbild. Ich meine, ich sag mal so, bei mir hilft eh nichts mehr. Eine zweite Geschichte, die ist hier im Kleiderschrank, die zeige ich euch, und zwar gab es das auch schon mal im Video. Das ist das Licht hier in meinem Kleiderschrank. Beim Grand California ist es sehr, wie formuliere ich das? Das ist sehr kundenorientiert gemacht, denn wenn du hier diesen Schrank bekommst, dann ist der komplett leer. Da ist keine Kleiderstange drin, keine Einlegebögen, da ist nichts drin. Ja? Und das habe ich mir einfach alles selber reingemacht, aber ich glaube nicht, dass das Gadgets sind, die man in diesem Video groß erwähnen muss, weil das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten in einem Kleiderschrank. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Schreibt da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Worauf ich aber hinaus möchte, ist das Licht. Das setze ich jetzt nicht als Standard voraus. Und da habe ich ein Licht, das finde ich ganz, ganz klasse. Funktioniert auf Bewegungsmelder, kannst du einfach per USB-C aufladen. Hält bei mir immer locker so 3-4 Monate. Und das geht dann einfach nur für 30 Sekunden an, wenn der Bewegungsmelder aktiviert ist. Und das kannst du dir per Magnet einfach unten in den Schrank reinhängen. Oder wo auch immer hin in deinem Fahrzeug. Und das finde ich ist wirklich cool. Das ist auch wieder eine Kleinigkeit. Aber es sorgt halt gerade in Dunkelheit, wenn du in deinem Schrank irgendwas Spezielles suchst, nochmal für viel mehr Orientierung. Es kostet nicht viel Geld, es fliegt nicht im Auto rum, es scheppert nicht. Finde ich geil. So, und jetzt noch die dritte Sache, die ich euch zeigen wollte, die ist hier ums Eck. Und zwar ist das ein Silvi-Magnet, wieder mit Haken. Warum? Weil ich da einfach ideal zum Beispiel meine Jacke aufhängen kann. Dann geht die mir gerade im vorderen Bereich nicht im Weg um. Ist also nur ein Kleiderhaken, aber für mich ziemlich cool. Ja, und jetzt sitzen wir also gemeinsam in meinem Schlafgemach. Und was habe ich hier alles? Ich sitze hier auf einer Tagesdecke, auch nach der werde ich immer oft gefragt. Das findet ihr alles hier unten in der Videobeschreibung. Ein paar Kistchen habe ich, wobei auch da muss ich mal sagen, wenn ich alleine unterwegs bin, was ich ja zu 95% meines Business-Camping-Alltages bin, dann sind die Kisten schön, dann macht es das alles ein bisschen gemütlicher und dann sieht es auch alles schicker aus. Wenn ich allerdings mit meinem Kleinen jetzt zum Beispiel zum Skifahren fahre, dann lasse ich die Kisten immer gerne zu Hause, weil sonst bist du immer nur im Rumräumen, da wird das alles zu eng. Also das muss man schon auch ehrlichkeitshalber dazu sagen. Jetzt aber hier, was habe ich hier alles? Einmal, ihr seht es hier schon, die Lichterketten. Die verlinke ich euch auch nochmal. Ich habe hier diese, ja das sind so Stoff
Ballen mit Hartplastik, also die kann man nicht zerdrücken. Die machen auch keinen großen Lärm und die gibt es in verschiedensten Farben, in verschiedensten Längen und das finde ich eben ganz schick. Ich habe dazu auch in meinem Fahrzeug hier lauter Steckdosen angebracht. USB-Steckdosen, USB-A und USB-C-Steckdosen, weil mir die vorab hier drin waren, nicht ausgereicht haben. Ich brauche die, um Geräte zu laden, also Handys, irgendwelche E-Books, aber auch iPads und so weiter. Und eben auch, um hier diese Lichterketten zu betreiben. Jetzt kann man aber natürlich auch, wenn man sagt, naja, aber dafür will ich jetzt nicht extra irgendwelche Steckdosen bauen, kann man auch hergehen und könnte theoretisch auch einfach mit Powerbanks arbeiten. Das ist echt so ein kleines Gimmick, das du immer wieder hernehmen kannst. Mir geht es nur immer wieder so, dass du immer wieder darauf hingewiesen werden musst und immer wieder drauf kommen musst, ah stimmt, dafür könnte ich das ja auch hernehmen. Das heißt, du kannst immer irgendwie super dekorieren und gerade so eine Lichterkette hält mit der Powerbank wirklich ewig. Ja, und das Wichtigste, was ich euch jetzt noch zeigen wollte, das ist hier auf dieser Seite. Deswegen kommt man mit mir herum. So, hier sind wir wieder. Was habe ich hier? Und zwar habe ich hier einmal eine Hackbag in klein. Was die Hackbag ist, das verrät euch ein anderes Video. Das ist super spannend für die Hecktüre deines Fahrzeugs, um da einfach nochmal mehr Stauraum zu schaffen. Und die gibt es jetzt eben auch in klein. Und die habe ich mir hier hingemacht. Die habe ich einfach mit Klebeschrauben wieder montiert. Super einfach, da machst du nichts kaputt, du bohrst nichts an, gar nichts. Und da verpacke ich meine Bücherchen rein, Tempotaschentücher, alles, was man irgendwie mal so im Bett braucht, aber nicht rumfliegen soll. Also mega praktisch. Und in meinem Fall ist hier noch ein iPad drinnen. Was möchte ich euch jetzt aber zeigen? Das alleine ist es ja noch gar nicht. Hier ist übrigens noch, im Fachjargon spricht man von einem Fernbedienungshalter. In meinem Fall dient es einfach nur fürs Handy zum Beispiel. Und worauf ich jetzt aber hinaus möchte, wenn ich mich jetzt da gemütlich in mein Bettchen legen möchte und ein cooles YouTube-Video gucken möchte, habe ich hier eine Halterung. Da seht ihr es auch schon. Und vielleicht erinnert ihr euch und habt es schon gesehen bei meinem Dinette-Video, ich arbeite ja auch viel hier in meinem Fahrzeug. Und da habe ich einen Ständer für meinen Monitor. Und den kann ich genauso gut hier hinten verwenden und kann den einfach hier reinhaken. Das ist super einfach, ist bombenfest. Und dann kann ich den so ausrichten, wie ich möchte. Kann hier einfach mein iPad anbringen. So. Und kann, wie gesagt, kann es drehen und wenden, wie ich möchte. Und schon kann ich hier ganz gemütlich gucken. Voll cool und hält auch wirklich bombig. Während der Fahrt will ich das jetzt gar nicht zwingend dran lassen, ist mir aber auch schon passiert, dass ich es vergessen habe und da passiert auch nichts, aber definitiv nicht zu empfehlen. Aber mir gefällt eben diese Halterung sehr, sehr gut, weil sie so mega flexibel ist und weil sie wirklich groß ist. Das ist übrigens auch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel Zoll das hat, das große iPad, also das Pro. Und das hält diese Klammer noch. Verlinke ich euch natürlich alles. Und wie gesagt, ist super einfach, weil ich kann das hier hinten an der Wand nehmen. Ich kann das auch hier ran machen, dann ist das nicht groß auffällig. Kann das aber auch rausnehmen und kann das dann als Tischständer verwenden. Ja, das ist so das Gadget, das mir momentan irgendwie mit am meisten Spaß macht. Ja Leute, damit sind wir jetzt auch mit dem Badezimmer und Schlafzimmer schon wieder fertig. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ihr konntet den einen oder anderen Tipp mitnehmen für euch. Wenn ihr noch weitere Sachen habt, wo ihr sagt, hey, das darf bei mir auf gar keinen Fall fehlen, dann lasst es uns alle wissen. Schreibt es super gerne in die Kommentare, denn dann können wir da alle ein bisschen miteinander sprechen und quatschen und vielleicht noch mehr Inspiration für den einen oder anderen dadurch organisieren und kreieren. Naja, und wenn ihr so wild seid, dann dürft ihr super gerne ein Like da lassen. Und das ist für mich eine tolle Bestätigung und eine Art Lob für dieses Video. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank vorab. Und wenn ihr total wild seid, dann könnt ihr den Kanal natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier ein neues Video rund um das Thema Camping gibt. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Und jetzt wünsche ich dir, egal mit welcher Ausstattung du im Badezimmer und Schlafzimmer auch immer unterwegs bist, ganz, ganz tolle Touren. Und das Wichtigste ist, dass du gesund und glücklich wieder zurückkommst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.